zwischen tiefen Wäldern, die zu flüstern scheinen und uralte Geschichten bewahren. Und von Nebel umhüllten Hügeln offenbart sich Deutschland als ein Reich, in dem die Zeit langsam atmet. Gemäßigte Wälder tragen das Echo der Jahrhunderte, Flüsse schlängeln sich wie lebendige Adern des Kontinents und die Berge erheben sich wie natürliche Mauern, die Geschöpfe schützen, geformt durch Kälte, Licht und Ausdauer. Hier ist jede Jahreszeit ein entscheidendes Kapitel. Der Winter umklammert das Land mit seiner eisigen Faust. Der Sommer schenkt die Fülle zurück wie ein Hauch von Großzügigkeit. Und in diesem fortwährenden Zyklus wandern Räuber und Beutetiere schweigend. Die einen auf der Suche nach Gelegenheit, die anderen auf der Suche nach Überleben. In den frühen Morgenstunden schleicht der Nebel wie ein uralter Schleier über die Wiesen. Silhouetten bewegen sich im Halbdunkel. Wachsame Hirsche, berechnende Füchse, Greifvögel, die auf den präzisen Moment warten, um den Himmel aufzureißen. Äste knacken, der Wind wechselt die Richtung und das Gleichgewicht des Waldes schwankt an einem unsichtbaren Faden. Das Land ist alt, doch der Konflikt ist stets neu. Wölfe durchstreifen verborgene Pfade, erschnüffeln Geschichten, die im Boden hinterlassen wurden. Luchse beobachten von oben und berechnen Distanzen mit bernsteinfarbenen Augen. Wildschweine durchwühlen den feuchten Boden auf der Suche nach verborgenem Leben. Mit jeder Bewegung entscheidet die Natur, wer stark genug ist zu bleiben und wer nur eine Erinnerung im Strom der Zeit sein wird. Im wilden Deutschland ist nichts zufällig. Jeder Schatten kann Schutz oder Bedrohung bedeuten. Jedes Geräusch kann die Fortsetzung einer Blutlinie bedeuten oder ihr Ende. Es ist eine Welt, in der Intelligenz so viel zählt wie Geschwindigkeit, in der Geduld ein Leben retten kann und ein einziger Fehler durch den ganzen Wald hallt. Dies ist das verborgene Herz Europas. Ein Gebiet, in dem jedes Lebewesen eine wesentliche Rolle in dem Faden spielt, der das Dasein zusammenhält. Willkommen in der wilden Natur Deutschlands, wo Räuber und Beute in einem ewigen Kampf ums Überleben miteinander verwoben sind. In den dichtesten Wäldern Bayerns durchbricht eine subtile Bewegung die Stille. Zwischen moosbewachsenen Stämmen erscheint der eurasische Luchs, ein Meister der Lautlosigkeit. Sein kräftiger Körper bewegt sich mit chirurgischer Präzision. Jeder Schritt, jede Pause ist Berechnung. Die kalte Luft trägt Gerüche und der Luchs liest seine Umgebung, als wäre sie ein offenes Buch. Mit bernsteinfarbenen Augen, die selbst kleinste Reflexe erfassen können, sieht er, was nur wenige wahrnehmen. Sein feines Gehör registriert das Rascheln eines Hasen in vielen Metern Entfernung. Das dichte, unregelmäßig gefleckte Fell tarnt ihn perfekt und macht ihn zu einem Teil der Landschaft. Menschen bekommen ihn fast nie zu Gesicht. Er ist ein Geist des Waldes, territorial, solitär, unauffällig. Er markiert Stämme und Steine mit Kratzspuren und Duft
um Rivalen seine Anwesenheit mitzuteilen. Diese symbolischen Grenzen verhindern direkte Auseinandersetzungen. Doch den Wettbewerb um Nahrung beseitigen sie nicht. Die Jagd ist ein schnelles Ritual. Der Luchs versteckt sich, beobachtet, wartet. Wenn sich die Gelegenheit bietet, entscheidet ein explosiver Sprung das Schicksal. Beutetiere wie Hasen und junge Rehe sichern sein Überleben in den kältesten Perioden. Die Jungtiere werden in geschützten Höhlen zwischen verdrehten Wurzeln geboren. Wochenlang entfernt sich das Weibchen kaum von ihnen. Die Außenwelt ist voller Gefahren. Füchse, Raben, Hunger. Der Luchs ist ein unverzichtbarer Bestandteil des ökologischen Gleichgewichts. Er kontrolliert die Populationen der Pflanzenfresser und ermöglicht die Erneuerung junger Vegetation. Ohne ihn verliert der Wald Ordnung, verliert Rhythmus, verliert Leben. Doch die Nacht offenbart ein anderes Kapitel. Unter dem Mondlicht, das durch die Blätter fällt, leuchten die Augen des Luchses wie stille Glut. Er folgt schmalen Pfaden, auf denen junge Hirsche frische Spuren hinterlassen haben. Über ihm beobachten Raben aus der Höhe und verkünden seine Anwesenheit mit unruhigen Krächzern. Unfreiwillige Wächter, die den Wald vor dem verborgenen Jäger warnen. Der Luchs ignoriert den Tumult. Sein Fokus bleibt unbeirrt, geführt von Hunger und uralter Disziplin. Zwischen Felsen duckt er sich, prüft den Wind, berechnet unsichtbare Distanzen. Jeder Muskel scheint aus komprimierter Geduld zu bestehen. Wenn die Sonne aufgeht, erwacht der Wald. Doch der Luchs bleibt unsichtbar. Seine Spuren, sein Schweigen und seine Abwesenheit sprechen lauter als seine Erscheinung. Er ist der Schatten, der das Gleichgewicht des Waldes sichert. In den eisigen Bergen Süddeutschlands verändert sich die Landschaft vollständig. Unregelmäßige Felsen, steile Wände und beständiger Schnee bilden die Bühne des Braunbären, des größten landlebenden Säugetiers der Region. Mit über 200 Kilogramm bewegt er sich mit beeindruckender Kraft durch Spalten und Hänge. Trotz seiner Größe handelt er vorsichtig. Er bevorzugt abgelegene Gebiete, fern von Konflikten. Der Bär ist ein Opportunist. Er frisst Wurzeln, Beeren, Insekten, Fische und sogar Aas, das andere Räuber hinterlassen haben. Sein äußerst feiner Geruchssinn führt ihn über alte Pfade, denen sein Volk seit Generationen folgt. An den Ufern alpiner Bäche nutzt er die Schneeschmelze. Das kalte Wasser zieht Fische an und der Bär nutzt jede Gelegenheit. Im Sommer führt die Mutter ihre Jungen durch sichere Gebiete. Schon früh lernen sie Spuren, Gerüche und Nahrungsquellen zu erkennen.
Beim Umwühlen von Stämmen und Erde verteilt der Bär Samen und schafft Öffnungen in der Vegetation. Ohne es zu merken, bereitet er den Boden für neue Pflanzen und das Gedeihen anderer Arten. Jede seiner Bewegungen trägt zur Vitalität der alpinen Umwelt bei. Wenn der Herbst naht, nimmt seine Aktivität ab. Der Stoffwechsel weicht einem Zustand tiefer Ruhe. In unterirdischen Höhlen wartet der Bär wochenlang, getragen von den Energiereserven, die er gesammelt hat. Doch seine Reise durch die Berge ist mehr als bloßes Überleben. Während er wandert, folgen ihm Raben aus der Ferne und beobachten jede Bewegung in der Hoffnung auf verwertbare Reste. Es ist eine stille Partnerschaft, in der beide den Wert des anderen kennen. Der Bär öffnet Wege und die Raben reinigen, was zurückbleibt. Dieses uralte Gleichgewicht hält die Berghänge lebendig und die Zyklen in Harmonie. An wärmeren Tagen schmilzt die Sonne langsam den Gipfelschnee und enthüllt Wiesen, die unter dem Eis verborgen lagen. Der Bär prüft die Luft, nimmt den Duft frischer Wurzeln und von Larven unter feuchten Steinen wahr. Mit seinen mächtigen Krallen wendet er ganze Stämme, wobei Insekten ans Licht der plötzlichen Helligkeit flüchten. Für ihn ist jedes kleine Lebewesen ein Sieg in einem Gebiet, in dem Nahrung rar sein kann. Hoch an den Hängen verdichten seine Schritte den Schnee und hinterlassen tiefe Spuren. Tage später nutzen zarte Pflanzen diese Spalten zum Keimen, indem sie das Sonnenlicht aufnehmen, das durch den festen Schnee dringt. So zeichnet der Bär ganz ohne Absicht die Zukunft des Berges. Die Weibchen, besonders wachsam, halten ihre Jungen nah bei sich. Die Kleinen beobachten jede ihrer Bewegungen, wie sie die Schneefestigkeit prüft, bevor sie weitergeht, wie geduldig sie auf Fische wartet, die sich dem Ufer nähern, wie vorsichtig sie glitschige Felsen erklimmt. Jede Lektion kann im nächsten Winter über Leben und Tod entscheiden. Wenn der Wind von den Gipfeln herabsteigt und den Geruch des ersten Schnees mit sich bringt, spürt der Bär den uralten Ruf. Er sucht eine tiefe Höhle, in der seine Atmung ruhiger wird, sein Herz langsamer schlägt und die Außenwelt zu einem fernen Flüstern verblasst. Dort, zwischen Schatten und Stille, wird der Riese schlafen, behütet von der Bergwelt, in der er aufgewachsen ist. Zwischen den Wäldern und Ebenen des Harzgebirges gedeiht der Rotfuchs. Sein schlanker Körper, die wachsamen Ohren und der scharfe Geruchssinn machen ihn zu einer vielseitigen Jägerin. Sie passt sich unterschiedlichen Umgebungen an: dichten Wäldern, offenen Feldern, felsigem Gelände. Mit jedem Schritt lauscht sie. Mit jeder Neigung der Schnauze liest sie den Boden.
Wenn sie das leiseste Rascheln unter der Erde wahrnimmt, stößt sie blitzschnell und präzise zu. Ihre vielfältige Nahrung, Nagetiere, Vögel, Früchte und Insekten, sichert ihr das ganze Jahr über das Überleben. Im Winter wird ihr Fell dichter. Lautlos schreitet sie über den Schnee und hinterlässt fast perfekte Spuren. Der Fuchs ist auch eine hingebungsvolle Mutter. Sie gräbt tiefe Baue, in denen die Jungen fern von Kälte und Feuchtigkeit zur Welt kommen. Die Erwachsenen wechseln sich zwischen Jagen und Wache halten ab. Indem sie die Nagetierpopulation kontrolliert, hält sie das Gleichgewicht zwischen Pflanzen und kleineren Pflanzenfressern aufrecht. Sie ist ein Schlüsselfaktor für die ökologische Stabilität der deutschen Hügellandschaften. Doch die Welt des Fuchses geht über die Jagd hinaus. Sie beherrscht die Kunst der Beobachtung. Bevor sie angreift, verharrt sie minutenlang reglos, der Körper gespannt, der Blick auf den Boden fixiert. Der Wind trägt Informationen wie ein unsichtbarer Bote. Geruch von aufgewühlter Erde, Federn, verlassenen Nestern. Der Fuchs fügt jedes Detail zusammen, als wäre es eine lebendige Karte. In der Dämmerung erhält ihre Silhouette einen goldenen Schimmer. Die Sonne berührt ihr rötliches Fell und verwandelt sie in eine wandernde Flamme. Es ist die Zeit, in der sie am liebsten jagt. Das tiefe Licht begünstigt ihre Tarnung und die Beutetiere werden unvorsichtig. Nagetiere kommen aus ihren Tunneln hervor, kleine Vögel fressen zwischen Sträuchern, Insekten springen über trockene Blätter. Der Fuchs beobachtet alles, sorgfältig, berechnend, auf den idealen Moment wartend. Manchmal spielt sie allein. Ein Sprung in die Luft, ein kurzer Sprint, eine unerwartete Drehung. Diese Bewegungen schulen Reflexe, die für das Überleben entscheidend sind. Die Jungen ahmen später jeden dieser Gesten nach und lernen Instinkt für Instinkt. An heißen Tagen sucht der Fuchs den Schatten gefallener Stämme. Dort pflegt sie ihr Fell, entfernt Parasiten und ruht mit halbgeschlossenen Augen, aber stets aufmerksam. Ihre Welt ist empfindlich, ein einziges fremdes Geräusch, ein unbekannter Geruch, und sie erhebt sich sofort, bereit im Schatten zu verschwinden. Oben auf den Hügeln weht der Wind stark. Der Fuchs läuft gegen ihn und wittert die Ferne. Sie weiß, dass auch größere Räuber dieses Gebiet durchstreifen und vermeidet es, gesehen zu werden, denn Intelligenz ist ihre beste Verteidigung. Bei Einbruch der Dämmerung kehrt sie zum Bau zurück und bringt Nahrung für die Jungen. Die Kleinen begrüßen sie mit leisen Belllauten und reiben ihre Schnauzen an ihrem warmen Fell. Sie untersucht sie, schützt sie, lehrt sie. Und wenn die Nacht endgültig hereinbricht, wird der Fuchs zu einem roten Blitz, der unter dem Mond gleitet. Ein wendiger, lebendiger Geist, der die Hügel am Leben hält. Doch unter demselben Wald bewegt sich ein noch unauffälligerer Räuber zwischen Stämmen und Zweigen.
Am schattigen Rand der gemäßigten Wälder lebt eine Jägerin, so flink wie heimlich, die europäische Baummarder. Ihr langer, flexibler Körper erlaubt es ihr, Äste, Stämme und Spalten mit beeindruckender Geschicklichkeit zu durchqueren. Nur wenige Waldbewohner können ihr das nachmachen. Der Marder ist eine wahre Expertin der Erkundung. Sie bewegt sich, als wäre die Umgebung ein riesiges dreidimensionales Labyrinth. Jeder Sprung ist berechnet, jede Landung lautlos. Ihre Nahrung umfasst Eichhörnchen, kleine Vögel, Insekten und junge Kaninchen. Mit einer Mischung aus Geschwindigkeit und Intelligenz jagt sie in schnellen Hinterhalten. Oft nutzt sie Hohlräume und verlassene Baumstämme, die andere Arten zurückgelassen haben. Trotz ihrer geringen Größe ist sie territorial. Sie markiert ihr Gebiet mit Duft, um direkte Auseinandersetzungen zu vermeiden. Sie bevorzugt natürliche Unterschlüpfe zwischen dicken Wurzeln und verlassenen Höhlen. Ihre Jungen werden in improvisierten Nestern geboren, meist ausgepolstert mit trockenen Blättern. In den ersten Wochen entfernt sich die Mutter kaum, um sie vor Krähen, Füchsen und sogar anderen Mardern zu schützen. Die Präsenz des Baummarders hält die Populationen kleiner kletternder Säugetiere und invasiver Arten unter Kontrolle. Sie ist eine stille Wächterin des Waldes, selten gesehen, doch stets vorhanden. Während sich der Wald lautlos ausdehnt, wartet zwischen feuchten Blättern eine noch rätselhaftere Gestalt. Zwischen feuchten Blättern und stillen Lichtungen erscheint die Kreuzotter als einer der unauffälligsten Räuber Deutschlands. Mit ihrem kräftigen Körper und dem markanten Zickzackmuster tarnt sie sich perfekt zwischen Laub und Steinen. Die Kreuzotter bevorzugt kühle, feuchte Lebensräume. In der Morgendämmerung nutzt sie die geringe Wärme, um ihren Körper zu regulieren. Steigt die Temperatur, öffnet sie sich ihrem Revier, aufmerksam, reglos, berechnend. Ihre Jagd basiert auf Geduld. Die Kreuzotter bleibt verborgen, bis sich ein unachtsames Nagetier oder ein junger Vogel nähert. Ein einziger, schneller und präziser Biss injiziert genug Gift, um die Beute zu überwältigen. Trotz ihres gefürchteten Rufes greift die Kreuzotter selten ohne Provokation an. Sie meidet Konflikte und bevorzugt sichere Wege zwischen Steinen und alten Wurzeln. Sie ist ein wichtiger Bestandteil im Gleichgewicht der Nagetierpopulationen. Die Fortpflanzung findet in geschützten Bereichen statt, wo Feuchtigkeit und Temperatur stabiler sind. Die Jungtiere kommen bereit zur Welt, sich dem Wald zu stellen, ihre Instinkte bereits erwacht. Sie ist ein Symbol für Geduld, Präzision und die tödliche Stille, die durch die europäischen Wälder zieht.
Im Herzen der thüringischen Wälder beherrscht der Rothirsch die Täler. Mit imposanter Statur, beeindruckendem Geweih und ausgeprägter sozialer Organisation prägt er die Landschaft, durch die er zieht. Die Gruppen bestehen hauptsächlich aus Weibchen und Jungtieren. Die Männchen leben einen Großteil des Jahres isoliert und kehren nur zur Brunftzeit zurück. In dieser Zeit finden die Rivalenkämpfe statt. Das Aufeinanderschlagen der Geweihe hallt zwischen den Bäumen wider wie uralte Trommeln. Zu seiner Nahrung gehören Gräser, Knospen und Blätter. Durch sein stetiges Weiden fördert der Hirsch die Erneuerung der Vegetation und beeinflusst das gesamte Ökosystem. Die Kälber, gefleckt und still, bleiben in dichter Vegetation verborgen. Ihre natürliche Tarnung schützt sie vor Räubern wie Luchsen und Füchsen. Die Muttertiere achten auf jedes Geräusch der Umgebung, bereit, die Herde zu warnen. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten verändert sich der Alltag. Im Winter nimmt die Aktivität ab und das Fell wird dichter. Im Frühling erwachen die Täler erneut, voller junger Triebe und größerer Fülle. Doch im Schatten alter Buchen entfalten sich andere Dramen. Waldoreulen wachen lautlos, während sie den Schritten unaufmerksamer Jungtiere folgen. Eichhörnchen huschen über die Äste darüber hinweg, aufmerksam gegenüber den Rivalitäten der Männchen. Und das Wildschwein durchwühlt den Boden in der Nähe und konkurriert um dieselben Knospen, die der Hirsch bevorzugt. An Nebeltagen hüllt der Dampf, der vom Boden aufsteigt, die Herde in einen geisterhaften Schleier. Jeder warme Atemzug verwandelt die Luft in kleine, flüchtige Wolken. Eine Erinnerung daran, dass das Leben hier selbst in der Stille pulsiert. Wenn der Wind dreht, trägt er den feuchten Duft verrottender Blätter mit sich. Unsichtbare Spuren, die der Hirsch mit uralter Präzision erkennt. Er weiß, wohin er treten kann, was er meiden muss, wo Gefahr lauert. Denn in diesem Wald sagt jede Bewegung etwas aus, selbst wenn kein Laut zu hören ist. Und wenn die Sonne zwischen den hohen Stämmen aufgeht, enthüllt ihr goldenes Licht die Spuren der Nacht. Fuchsabdrücke, Dachswanderungen, Äste, die ein fliehender Hirsch zerbrochen hat. Es ist die geheime Sprache des Waldes, lesbar nur für jene, die in ihm leben. So erneuert jeder Morgen den stillen Kreislauf aus Wachsamkeit und Widerstandskraft. Im dichten Schatten des Schwarzwaldes beherrscht das europäische Wildschwein den Waldboden mit beeindruckender Kraft. Sein muskulöser Rüssel, der die Erde aufwühlt, seine kräftigen Beine, die sich ihren Weg durch Stämme und Wurzeln bahnen. Es ist pure Kraft in Bewegung. Die Rotten, bestehend aus Weibchen und Jungtieren, leben nach klaren sozialen Regeln. Grunzer, Stupser und Schnauben leiten ihre Bewegungen und warnen vor möglichen Bedrohungen.
Als ausgeprägter Allesfresser nimmt das Wildschwein Wurzeln, Früchte, kleine Wirbeltiere und Knollen zu sich. Durch seine Grabaktivität mischt es Bodenschichten, verteilt Nährstoffe und fördert die Keimung. Nur wenige Tiere verändern ihre Umgebung so stark wie es. Die Männchen leben isoliert und nähern sich nur während der Paarungszeit. Die Rivalenkämpfe sind kurz, jedoch intensiv und bestimmen, wer Zugang zu den Weibchen erhält. Die Jungtiere werden in Nestern aus trockenen Blättern geboren und die Mutter entfernt sich in den ersten Tagen kaum. Mit dem Wachstum wird die Rotte mobiler und beginnt, neue Gebiete zu erkunden. Wenn Wildschweine sich durch den Wald bewegen, verändert sich alles um sie herum. Geruch, Boden, Vegetation. Sie sind die Urkraft des Waldes. Gegen Abend durchdringt goldenes Licht das Blätterdach und lässt ihre borstigen Haare rau schimmern. In dieser Stunde wirkt der Wald am lebendigsten. Der Boden bebt unter dem kollektiven Gewicht der Rotte und jeder kräftige Schritt wirbelt einen erdigen Duft auf, der ihre Anwesenheit über große Entfernungen ankündigt. Die Jungtiere, gestreift wie junge Baumstämme, folgen der Mutter in ungeordneter Linie, halten alle paar Meter an, um die Welt zu beschnuppern, neue Geschmäcker zu entdecken und Gefahren zu erkennen. Das Lernen ist ununterbrochen und schnell. Im Schwarzwald bedeutet Zögern Gefahr. Zwischen alten Eichen und Fichten beobachten aufmerksame Räuber ihre Bewegungen. Der eurasische Luchs betrachtet sie aus der Ferne und berechnet die Chance, ein unachtsames Jungtier zu erbeuten. Doch ein unbesonnener Angriff wird teuer. Kaum ein Tier verteidigt seinen Nachwuchs so erbittert. Wenn Gefahr droht, stürmt das Muttertier mit explosiver Kraft vor, verwandelt sich in eine lebende Mauer, die selbst erfahrene Fleischfresser zurückschlagen kann. Ihre Schreie hallen durch das Tal und rufen innerhalb von Sekunden Verstärkung der Rotte herbei. In ihrer Spur landen Aasfresser leise, nutzen freigelegte Samen und kleine Organismen, die der aufgewühlte Boden freigibt. Ein unerwartetes Festmahl, eine Nahrungskette, angetrieben von der rohen Kraft eines einzigen Tieres. In der Nacht wird ihre Präsenz noch deutlicher. Zweige brechen, Blätter werden zu zerwühlten Teppichen und das tiefe Grunzen vermischt sich mit dem kalten Wind, der zwischen den Bäumen hindurchfährt. Der Wald scheint ihnen Platz zu machen, als erkenne er ihre uralte Autorität über die Erde. Jeder vorwärts gesetzte Meter formt das Gelände neu. Kleine Lichtungen entstehen, freigelegte Wurzeln glänzen im Mondlicht und Insekten fliehen in wirbelnden Schwärmen. Doch das Wildschwein handelt nicht aus Zerstörung, es handelt aus Notwendigkeit. Sein Einfluss formt die Biodiversität, schafft neue Unterschlüpfe, neue Chancen, neue Zyklen für Pflanzen, die auf Bodenstörungen angewiesen sind, um zu gedeihen.
So bestätigt es Nacht für Nacht seine Herrschaft. Ein unfreiwilliger Ingenieur des Ökosystems, eine uralte Kraft Westeuropas. In der Tiefe des Schwarzwaldes ist das Wildschwein nicht nur ein Bewohner, es ist das Zahnrad selbst, das den Wald in Bewegung hält. In den höchsten Bergen des Nationalparks Berchtesgaden beherrscht der Steinadler den Horizont. Mit einer Flügelspannweite von über 2 Metern gleitet er zwischen Felswänden und unerbittlichen Winden dahin. Sein außergewöhnliches Sehvermögen erlaubt ihm, selbst die kleinsten Bewegungen am Boden wahrzunehmen. Aus enormer Höhe erkennt er Murmeltiere, Hasen und junge Vögel, die sich zwischen den Steinen verbergen. Sein Flug vereint Kraft und Sparsamkeit. Thermikströme tragen seinen imposanten Körper und ermöglichen es ihm, in jeder Kurve Energie zu sparen. Der Sturzflug jedoch ist reine Geschwindigkeit und Präzision. Der Adler ernährt sich von lebender Beute, nutzt aber auch Aas, das andere Räuber zurücklassen. Damit trägt er zur natürlichen Reinigung der Umwelt bei und verhindert die Ansammlung organischer Reste. Die Anwesenheit des Adlers gilt als Zeichen für die Gesundheit des alpinen Ökosystems. Er steht an der Spitze der Nahrungskette, der höchste Blick des Himmels. Im Morgengrauen erscheint seine Silhouette vor dem goldenen Glanz der verschneiten Grate. Ein dunkler Strich, der mit der Ruhe dessen gleitet, der jede Luftströmung des Tales kennt. Er verschwendet keine Energie, beobachtet, analysiert, wartet. Unten stehen Murmeltiere wachsam aufrecht, der Körper angespannt, wissend, dass jeder Schatten am Boden eine späte Warnung sein kann. Schneeschuhe oder Gebirgshasen verlassen sich auf ihre weiße Tarnung, um dem Blick zu entgehen, der selbst durch Schnee hindurchzusehen scheint. Doch der Adler verlässt sich nicht nur auf seine Augen. Er liest das Gelände, interpretiert Windmuster und erkennt wahrscheinliche Fluchtrouten. Wenn er sich entscheidet zu handeln, scheint die Welt um ihn herum zu schrumpfen. Die Luft drückt sich zusammen, die Stille vertieft sich und der Sturzflug beginnt. Der Fall ist ein Riss aus purer Kraft gegen das Leere. In Sekunden verwandelt er sich von einem fernen Herrscher in einen lebendigen Pfeil, der auf den Boden zielt. Seine Beute bemerkt die Gefahr selten, bevor es zu spät ist. Im Winter, wenn der Schnee alles bedeckt, folgt er Schwärmen von Krähen und Hähern, die über verborgenen Kadavern kreisen. Aas zu nutzen ist keine Schwäche. Es ist eine Überlebensstrategie in einer Umgebung, in der die Kälte bestimmt, wer weiterlebt
und wer fällt. Das Nest, gebaut auf fast unzugänglichen Felsvorsprüngen, ist eine Festung aus Zweigen, Knochen und Wolle, die über Jahre gesammelt wurde. Dort üben die Jungtiere ihre ersten Flügelschläge, spüren den Schwindel der Tiefe und lernen, dem Wind zu vertrauen. Und wenn der erwachsene Adler wieder zum Himmel aufsteigt, scheinen sich die Wolken auf seinem Weg zu beugen, als erkenne selbst das Wetter den Flug der Herrin der Höhen. In den alten Wäldern, auf den steinernen Bergen und in den stillen Tälern Deutschlands bewegt sich jedes Lebewesen als Teil eines Werkes, das weit größer ist als es selbst. Der Luchs, der durch die Schatten streift. Das Reh, das dem Wind lauscht. Der Wolf, der sein Rudel durch den Schnee führt. Alle folgen einem Rhythmus, der nicht vom Menschen erdacht wurde, sondern seit uralten Zeiten aus der Erde selbst hervorströmt. Zwischen jahrhundertealten Stämmen ist Stille keine Abwesenheit, sie ist Sprache. Die Blätter flüstern alte Geschichten und das Licht, das durch das Blätterdach fällt, scheint Geheimnisse zu enthüllen, die die Zeit bewahrt hat. Die Natur eilt hier nicht. Sie atmet, beobachtet, erneuert sich. Und wenn wir durch diese Wälder gehen, wird spürbar, dass etwas Unsichtbares alles verbindet. Ein feiner Faden, der Räuber und Beute, Wurzeln und Flüsse, Berge und Wolken miteinander verknüpft. An den kalten Hängen zeichnet der Wind Wege zwischen den Fichten. Der Rotfuchs bewegt sich mit leichten Schritten über den Schnee, als wolle er die Welt um sich herum nicht stören. Krähen begleiten den grauen Himmel, Geschichtenerzähler, die die Zeit durchqueren. Und jede kleine Szene, eine Spur, ein Rascheln, ein Atemzug, scheint daran zu erinnern, dass das Leben von Kräften getragen wird, die wir selten sehen, die jedoch den gesamten Kreislauf erhalten. Das wilde Deutschland pulsiert wie ein einziger Organismus. Jeder Fluss nährt das Tal. Jedes Tal trägt den Wald. Jeder Wald schützt die Berge. Und die Berge geben dem Himmel zurück, was sie von der Erde empfangen haben. Und am Ende erkennen wir, es sind nicht die einzelnen Tiere, die diese Geschichte erzählen, sondern das, was zwischen ihnen existiert. Der unsichtbare Faden, der das Leben trägt, der den Wald in Bewegung hält, der den uralten Atem der Schöpfung bewahrt. Und wir, Zuschauer dieser wilden Welt, lernen, dass wahre Stärke darin liegt, den Wert all dessen zu erkennen, was still ist, aber unentbehrlich. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses Dokumentarfilms. Abonnieren Sie den Kanal, um weiterhin die Natur mit uns zu erkunden. Bis zum nächsten Video.